Servus zusammen, ihr habt gerade einen kleinen Einblick dazu bekommen, was wir uns heute im Video ansehen wollen. Und zwar, um genau zu sein, Infinity the Game von Corvus Belli. Mit dem heutigen Video werde ich hier eine kleine Reihe starten, um auch Neuanfängern das Spiel näher zu bringen. In diesem speziellen Fall hier werden wir uns jetzt erstmal mit Infinity Code One beschäftigen. Dazu werde ich auch gleich dann genau mehr sagen, was das überhaupt ist. Und in späteren Videos bzw. auch einer getrennten Reihe wird es dann um Infinity N4 gehen. Aber wie gesagt, wir bleiben hier mal bei Infinity Code One und werden dann auch später gleich nochmal zum Tisch gehen, den ich aufgebaut habe, den ihr schon vorhin gesehen habt, und werden uns da so auch ein paar Dinge ansehen. Grundsätzlich mal, Infinity the Game ist ein Science-Fiction Skirmish Tabletop von Corvus Belli. Mittlerweile das Hauptspiel gibt es jetzt schon in der 4. Edition und eigentlich in diesem Zusammenhang mit dieser Umstellung auf diese 4. Edition wurde Code One eingeführt. Jetzt für alle Anfänger könnte das natürlich ein interessantes Thema sein, da sich die Code One Variante speziell dann eben auf Neueinsteiger oder auch Wiedereinsteiger hin ausrichtet und dafür auch gedacht ist. Ob das natürlich auch der Fall ist oder wie das eben umgesetzt wurde und geschafft wurde, werden wir uns im Verlauf der verschiedenen Videos dann mit der Zeit natürlich ansehen, und dann kommt vielleicht auch nochmal ein getrenntes Video, um das Thema mal wirklich im Speziellen zu behandeln. Aber wie gesagt, Infinity ist ein Science-Fiction-Tabletop. Ein Skirmish-Tabletop bedeutet, man hat nur sehr wenige Figuren pro Seite, und diese Code One-Variante eben als Einsteigerversion und N4 als Hauptspiel. Es bauen aber beide Spiele aufeinander auf. Wir haben also bei Code One zwar ein per se gesehen eigenständiges Spiel, aber sämtliche Regeln, die danach dann kommen in N4, bauen das Ganze dann eigentlich nur noch weiter aus. Die Grundmechaniken sind dieselben, sodass ein bereits Code One-Spieler sehr einfach dann die Möglichkeit hat, auch umzusteigen, um N4 in weiterer Folge zu spielen und natürlich dann auch hin und her switchen zu können, weil ja sich eigentlich das Code One Regelwerk mit N4 dann nur erweitert. Das ist auch der Grund, wieso ich mich hier jetzt vorrangig mal mit dem Thema Code One auseinandersetzen werde in den Videos, um hier eben einen gemeinsamen Einstiegspunkt zu finden für vor allem eben Einsteiger oder auch Wiedereinsteiger, die mit einem etwas simpleren Regelsystem starten wollen. Und ich hätte aber gesagt, wir wechseln jetzt gleich mal auf den Tisch, sehen uns ein paar Figuren an, ein bisschen was zum Gelände, und ich erzähle euch noch ein bisschen was zum Spiel selbst. Hier habe ich mal eine Spielfläche aufgebaut. Das, was ihr hier sehen könnt, entspricht ungefähr dem, was ihr hier in diesen 2 Spieler-Starterboxen finden könnt. Ich habe hier noch eine alte Box von Red Whale, von zumindest die Verpackung. Die gibt es natürlich jetzt nicht mehr, ist auch noch aus N3 Zeiten, aber diese Operation Boxen gibt es nach wie vor. Die neueste wird auch jetzt da in den kommenden Wochen erscheinen, beziehungsweise ist gerade jetzt noch vorbestellbar, also für alle, die sich dafür interessieren. Und das Interessante an diesen 2 Spieler Starterboxen ist, dass diese eben aktuell mittlerweile als Infinity Code One bezeichnet werden, also alles mitbringen, was wir brauchen, um Infinity zu beginnen, und im Speziellen eben
Infinity Code One. Ihr bekommt hier eben in diesem Gelände neben 2 verschiedenen Armeen, mit denen ihr mal starten könnt, eben auch schon einen Spielplan aus Papier. Der ist natürlich etwas kleiner als das reguläre Spielfeld, denn normalerweise wird auf 48 x 48 Zoll gespielt. Es gibt natürlich auch verschiedene andere, kleinere Spielgrößen, aber das ist so die normale Standard- und auch Turniergröße. Und dann bekommt ihr hier noch eine ganze Reihe von sehr stabilem Pappgelände, das nur noch zusammenzustecken ist. Und damit eigentlich alles, um loszulegen, inklusive dann eben noch Würfel für beide Spieler. Und daher wollte ich das hier auch mal am Anfang herzeigen, dass sich das eben für den Anfang am besten meiner Ansicht nach eignet, wenn ihr mit Code One starten wollt. Und dann habt ihr eben hier dann diese ganzen Figuren im 28 mm Maßstab. Da gibt es dann eben die verschiedensten Fraktionen. Die meisten dieser Fraktionen sind eben menschlich und eben in gewisser Weise verschiedenen Nationen angehörig, aber ihr könnt auch durchaus Aliens spielen und habt hier dann doch einiges an Auswahl. Wir sehen uns das Ganze aber dann über die Zeit sowieso im Detail an, auch inklusive eben Regeln, wie das Spiel überhaupt gespielt wird. Für das heutige Video möchte ich jetzt auch noch ein paar Besonderheiten herausstreichen, die Infinity generell von anderen Tabletop-Systemen unterscheidet und die für mich das Spiel auch so interessant machen, weshalb ich jedem empfehlen würde, zumindest mal einen Blick darauf zu werfen. Und zwar das erste Thema sind die Regeln. Im Vergleich zu anderen Spielsystemen könnt ihr euch die Regeln komplett kostenlos besorgen. Es gibt für Code One natürlich auch ein Regelsystem bzw. ein Regelbuch für, ich glaube, 18 Euro. Das könnt ihr euch gerne natürlich kaufen, um auch Corpus Belli zu supporten. Ist aber jetzt nicht notwendig, um das Spiel zu spielen, sondern wie gesagt, die Regeln gibt es komplett kostenlos zum Download. Des Weiteren ist das Thema Armeelistenerstellung. Ihr habt bei Infinity eine App, die euch die Möglichkeit gibt, Armeelisten zusammenzustellen, die dann auch gleich validiert werden, ob die überhaupt gültig sind. Diese App ist ebenfalls kostenlos verfügbar und enthält soweit auch alle beiden Spielsysteme, sowohl Code One als auch N4, sodass ihr hier auch immer dasselbe verwenden könnt und nicht noch eine zweite App später braucht, falls ihr mal auf N4 umsteigen solltet. Aber jetzt kommen wir mal zu den Regeln selbst ein bisschen, was sich hier besonders auszeichnet oder abhebt von anderen Spielsystemen. Und das ist einmal hier das Thema Würfel, wie ihr hier schon sehen könnt. Infinity verwendet natürlich auch Würfel, wie die meisten Tabletop-Systeme, wenn auch nicht alle. Und in unserem Fall hier haben wir einen W20, also Infinity wird mit W20 gewürfelt und eben nicht mit den üblichen W6. Also dadurch ist schon wieder ein bisschen mehr Variation auch bei den Würfelergebnissen möglich. Und ein Punkt, der mich ursprünglich dann aber zum Spiel überhaupt erst gebracht hat, das waren nicht die Würfel, sondern das Reaktionssystem. Gehen wir hiervon mal aus, wir haben hier jetzt da 2 Figuren. Das sind in dem Fall natürlich von derselben Fraktion, aber in unserem Beispiel, wir sagen, das sind 2 Gegenspieler, die hier gegeneinander antreten. Hier der Spieler dieser Figur ist gerade aktiv an der Reihe. Das bedeutet dann natürlich, der zweite Spieler hier mit dieser Figur wäre dann reaktiv oder eben der passive Spieler. Wenn jetzt dann dieser Spieler, der aktiv an der Reihe ist, hier mit seiner Figur, eine Aktion ansagt, so wie man das kennt, also Bewegen von Figuren, das Schießen wird Aktion genannt bei Infinity oder einen Skill ausführen bzw. Order verwenden, aber dafür
Dazu kommen wir dann im Laufe der Zeit noch genau, was das alles bedeutet. Für unser ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt sagen, dieser Spieler hier aktiviert Spieler A diese Figur und möchte sich mit dieser Figur hierher bewegen, dann kann er das machen, wie in jedem anderen Tabletop auch. Dadurch, dass aber die Figur des Gegenspielers hier eine Sichtlinie ziehen kann, erhält der reaktive Spieler eine automatische Reaktion und kann mit seiner Figur etwas machen. Das könnten verschiedene Dinge sein. Er könnte jetzt das ansagen, er möchte zum Beispiel ausweichen, um sich ein bisschen bewegen zu können und vielleicht in Deckung zu kommen, weil er annimmt, dass als nächstes diese Figur auf ihn schießen wird zum Beispiel. Oder eine andere Reaktion, er könnte, nachdem die erste Figur hier vom ersten Spieler eine Bewegung durchgeführt hat, als ersten Teil einer Aktivierung, ansagen, ich schieße auf diese Figur in Reaktion. Das ist möglich, auch als passiver Spieler kann man hier dann eben schießen und dann könnte der zweite Spieler oder beziehungsweise eben der erste Spieler, der seine Figur hier bewegt hat, als nächstes hier ebenfalls schießen. Und damit würden beide Spieler aufeinander schießen, die jeweiligen Figuren. Und das ist schon mal ein sehr interessanter Unterschied zu anderen Tabletop-Systemen, weil eben diese passive Figur von Spieler B nicht einfach nur herumstehen würde hier im Offenen und dann wie in anderen Tabletops dann möglicherweise einfach weggeschossen wird und aus dem Spiel entfernt ist, ohne irgendetwas machen zu können, sondern man hat hier eben die Möglichkeit bei Infinity zu reagieren. Diese Möglichkeit hat man eigentlich immer, sobald man durch irgendeine Aktion des aktiven Spielers eine Sichtlinie ziehen kann. Also wenn sich der aktive Spieler hier mit seiner Figur zum Beispiel hier aus einem Bereich herausbewegt, wo er aktuell nicht sichtbar ist und dann hier nach vorne kommt zum Beispiel, um diese Figur sehen zu können, dann wird dadurch eine Reaktion ausgelöst und der passive Spieler kann etwas machen, unser Beispiel eben zurückschießen oder eben ausweichen versuchen. Und natürlich habt ihr sowohl als aktiver wie auch passiver Spieler da natürlich weitaus mehr Möglichkeiten zur Verfügung, aber diese werden wir uns dann im Laufe von mehreren Videos dann ansehen. Und ich möchte das Video hier jetzt an der Stelle beenden noch mit der Aussage, dass eben vom Flufftechnischen her Infinity ungefähr 180 Jahre in der Zukunft von jetzt an angesiedelt ist, sodass man hier auch ein bisschen einen Vergleich hat, wo man ungefähr ist, also nicht irgendwie zehntausende Jahre oder so in der Zukunft oder etwas komplett eigens zusammengestelltes, sondern von jetzt an 180 Jahre in der Zukunft. Dadurch ist man auch mit diversen Einheiten, Dingen auch durchaus vertraut, was zum Beispiel Waffen betrifft, hat aber auf der anderen Seite dann auch wieder doch etwas ausgefallenere Sachen, die es so aktuell eben nicht gibt. Ich habe jetzt in der Vergangenheit natürlich schon eine Reihe von Videos zu Infinity gemacht, auch zum Beispiel Starterbox-Videos, und ich werde euch da hier jetzt auch 2 Videos dazu verlinken, falls ihr weiteres Interesse habt, euch mit dem Spielsystem auseinanderzusetzen. Ich werde jetzt mal das nächste Video dann schon vorbereiten, dann sehen wir uns in diesem kommenden Video. Tschüss!